David Mbeki und Anna van der Merwe, zwei Ranger im Kruger-Wildreservat in Südafrika, beginnen eine lange Patrouille. Am Morgen entfernten sie sich zu weit vom Zentrum und konnten daher nicht rechtzeitig zurückkehren, um sich wie üblich auszuruhen und zu Mittag zu essen. Die grelle gelbe Sonne breitete sich über der Steppe aus, doch der Schatten der großen Bäume spendete ihnen ein wenig Kühle. Die beiden beschlossen, sich unter einem alten Baum auszuruhen und die kurze Stille zwischen den angespannten Patrouillen auszunutzen. Anna öffnete die Wasserflasche und trank langsam, während David sich den Schweiß abwischte und wachsam blieb. Der friedliche Raum war nur vom Geräusch des Windes erfüllt, der durch die Blätter wehte, und dem Zwitschern der Vögel, das überall widerhallte. Plötzlich runzelte David die Stirn, als er ein seltsames, leises, anhaltendes Geräusch wie ein leises Stöhnen hörte. Er hob sofort die Hand, um Anna zu signalisieren, dass sie still sein sollte, dann spitzte er die Ohren, um genauer zuzuhören, und sein Blick war ernst. Das Geräusch hallte noch immer aus den Büschen wieder und ließ beide gleichzeitig spüren, wie ihr Herz ungewöhnlich schnell schlug. Sie warfen sich wortlos einen Blick zu, spürten aber beide deutlich, dass etwas Ungewöhnliches im Gange war. Ein Leopard trat aus dem Gebüsch, sein Körper war mit roten, offenen Wunden bedeckt und mit Dreck bedeckt. Sein zerlumptes, fleckiges gelbes Fell zeigte, dass es gerade einen erbitterten Kampf hinter sich hatte. Anna versteifte sich, ihre Hand schloss sich unbewusst fester um die Wasserflasche, ihre Augen waren weit aufgerissen vor Angst, gemischt mit Mitleid. David senkte die Hand, um das Betäubungsgewehr zu berühren, ohne den Blick von dem Tier abzuwenden, bereit für den Fall der Gefahr. Seltsamerweise brüllte der Leopard nicht und zeigte auch keine bedrohliche Haltung. Es stöhnte nur schwach und seine müden Augen blickten sie direkt an, als würde es um Hilfe betteln. Dieser Blick ließ Anna innehalten, ihr Herz schmerzte plötzlich, als sie den Schmerz erkannte. David flüsterte Anna mit ruhiger, aber ernster Stimme zu: Es hat nicht angegriffen, beobachte weiter. Der Leopard blieb etwa 5 Meter von ihnen entfernt stehen und legte sich dann sanft hin, wobei er schwer atmete und sein Körper zitterte. Seine Brust hob und senkte sich heftig, was seine Erschöpfung verriet. Seine Augen waren halb geschlossen, aber er versuchte dennoch, die beiden Menschen vor ihm anzusehen. Anna nickte leicht, da sie verstand, dass das Tier kein Feind war, sondern sich nach einer Überlebenschance sehnte. David holte tief Luft und bereitete sich darauf vor, die wichtigste Entscheidung der heutigen Patrouille zu treffen. Die Luft wurde so still, dass man nur noch den Wind und das Keuchen des Panthers hören konnte. Anna blickte aufmerksam in die verlorenen, aber ernsten Augen und spürte deutlich die Schwäche und Verzweiflung. David dachte schnell nach und neigte dann den Kopf, um Anna zu signalisieren, dass sie sich bereit machen sollte, denn der Moment der Tat war gekommen. Wir haben nicht viel Zeit. Wenn wir zögern, könnte es zusammenbrechen und nie wieder aufwachen, flüsterte er. Anna nickte, ohne den Blick von dem Tier abzuwenden, und versuchte, es zu beruhigen und im entscheidenden Moment nicht in Panik zu geraten. David hob das Betäubungsgewehr und zielte genau auf die verletzte linke Schulter des Leoparden. Ein leises Plopp-Geräusch ertönte und der Betäubungspfeil schoss augenblicklich auf das Ziel zu. Der Leopard stöhnte nur schwach auf, dann schlossen sich langsam seine Augen und sein Körper sank zu Boden. Die beiden Ranger eilten herbei, um nachzusehen, ihre Herzen schlugen immer noch vor Anspannung und Angst wie wild. Anna atmete erleichtert auf und sagte leise: Wir müssen es sofort zurückbringen, David. David und Anna überprüften schnell seine Atmung und seinen Puls, die glücklicherweise noch immer stabil, wenn auch schwach waren. Die tiefen, blutenden Wunden machten beide traurig und bedauerten die elende Situation. Sie benutzten eine spezielle Trage, um den Leoparden zu einem für Tiernotfälle ausgerüsteten Pickup zu tragen. Anna bedeckte die Wunden geschickt mit sauberen Handtüchern und versuchte, das Risiko einer weiteren Infektion zu minimieren. David setzte sich auf den Fahrersitz und startete den Wagen. Seine Augen waren angespannt, aber seine Hände lagen fest auf dem Lenkrad. Auf der holprigen Straße durch den Wald riefen sie ständig das Veterinärzentrum an, um sie in Empfang zu nehmen. Anna saß neben dem Leoparden, ihre Hand dicht an ihm, bereit zu helfen, wenn er Atemprobleme hatte.
Die Atmosphäre im Auto war angespannt und stickig, aber die Hoffnung, es zu retten, brannte noch immer in ihren Herzen. Jede Minute kam ihm wie eine Stunde vor. David konzentrierte sich ganz auf die Straße vor ihm. Schließlich erschien die Silhouette des Kruger Veterinärzentrums und brachte Erleichterung in ihre Herzen. Als das Auto anhielt, erschien sofort das Veterinärteam und schob eine Trage, um den Leoparden in die hell erleuchtete Klinik zu bringen. Ein erfahrener Arzt untersuchte ihn schnell und sagte, viele Wunden, wahrscheinlich aus einem Gebietskampf. Das Ärzteteam begann, jeden Kratzer und jede tiefe Bisswunde am Körper des Leoparden sorgfältig zu desinfizieren. Blut sickerte aus den Wunden, doch jeder kräftige Stich gab langsam Hoffnung aufs Überleben. Anna stand draußen, die Hände festgefaltet, die Augen rot vor Sorge und Mitleid mit dem anderen Leben. David verschränkte die Arme, den Blick auf die Szene gerichtet, und betete in seinem Herzen für eine erfolgreiche Behandlung. Nach vielen angespannten Stunden verkündete der Arzt, die Behandlung war zunächst erfolgreich, jetzt müssen wir nur noch die Genesung beobachten. Der Leopard wurde in einen Wiederbelebungskäfig mit angeschlossenem Herz- und Atemmonitor gelegt und von hellen Lichtern umgeben. Zuerst keuchte es nur, doch am Nachmittag wurde seine Atmung regelmäßiger, sehr zur Erleichterung der Gruppe. Einen Tag später wachte es auf, seine Augen waren müde, aber es war bereit, etwas frisches Fleisch zu fressen, das neben ihm lag. Anna lächelte unter Tränen und sagte leise, es hat wieder angefangen zu kämpfen, David. Er legte seine Hand auf ihre Schulter und sagte mit leiser Stimme, wir werden sie begleiten, bis sie völlig gesund ist. Die beiden Ranger beschlossen, regelmäßig vorbeizukommen, um jede positive Veränderung des Leoparden zu überwachen. Mit jedem Tag wurde der Glaube an die Genesung in beiden Herzen stärker. Eine Woche verging, die Wunden des Leoparden heilten und sein Körper gewann allmählich an Kraft. Es wurde in ein halbwildes Gehege gebracht, das eine natürliche Umgebung simuliert, um ihm bei der Entwicklung seiner Instinkte zu helfen. Zuerst waren seine Schritte langsam, aber seine Augen waren weniger düster und leuchteten vor Hoffnung. David und Anna standen außerhalb des Zauns und beobachteten jede Aktion, ihre Herzen waren voller Emotionen. Die Ärzte versteckten frisches Fleisch im Gras und zwangen es, wie ein echter Jäger loszuschlagen. Obwohl es beim Sprung langsam war, gab es nicht auf und jeder Versuch verbesserte seine Fähigkeiten deutlich. Mit jedem Tag wurde sein Körper stärker, seine Schritte sicherer und sein majestätisches Aussehen kehrte zurück. Anna rief leise, schau, David, er bekommt seine Instinkte wirklich zurück. Er lächelte, seine Augen waren voller Stolz, er ist ein Krieger, der sich niemals dem Schicksal ergibt. Im Abendlicht streckte sich die Gestalt des Leoparden aus, sein Schatten zeichnete sich stolz auf dem gelben Gras ab. Die Tierärzte bestätigten positive Fortschritte und stellten fest, dass sich sein Gesundheitszustand schneller als erwartet erholte. Der Leopard frisst und trinkt jetzt aktiv und beginnt sogar, sein Fell zu lecken, um sich sauber zu halten. Es beansprucht ein kleines Territorium in der Scheune, ein Zeichen dafür, dass der Geist wieder stark wird. David und Anna wussten mit Sicherheit, dass der Tag seiner Entlassung nicht mehr weit war. Nach einem Monat waren die Wunden vollständig verheilt, neues Haar bedeckte die alten Narben und sah voller Leben aus. David und Anna fuhren es genau zu der Stelle, an der sie es an diesem Tag auf Patrouille entdeckt hatten. Sie öffneten die Käfigtür und warteten mit den Augen auf den ersten Moment der Freiheit nach langen Tagen der Behandlung. Der Leopard trat langsam heraus und atmete tief den vertrauten wilden Präriewind ein. Es blieb stehen, drehte den Kopf, um die beiden Ranger anzusehen, und seine Augen leuchteten in einem stillen Dankeschön auf. Anna sagte leise und mit erstickter Stimme, geh zurück in deine freie Welt. David nickte, sein Herz war von unbeschreiblichen Gefühlen erfüllt und er hatte das Gefühl, dass sich die ganze Mühe gelohnt hatte. Der Leopard stürmte vorwärts und verschmolz mit der weiten Graslandschaft. Sein Aussehen war stark und frei. Die beiden Ranger sahen sich an und ein erleichtertes Lächeln erschien auf ihren strahlenden Gesichtern. Sie wussten, dass sie der Natur gerade ein kostbares Leben zurückgegeben hatten.